Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 16. August 2017 beschwerte sich Rainer darüber, dass ein Bibelkanal auf YouNow mehr Likes hatte als er, und am 18. August sprach er im Stream über Hass. Hass ist ein Wort, das man aus der Wut heraus kristallisiert. Also im Prinzip ist Hass keine Emotion, weil Hass die kristallisierte Form, wenn man so will, das ist natürlich bloß bildlich gesprochen, die kristallisierte Form von Hass ist. Ja, aus Wut wird Hass, und aus Hass wiederum werden wir uns irgendwann gegenseitig vernichten. Auch behauptete Rainer, wieder eine Freundin zu haben und diese in einem Club kennengelernt zu haben. Am 20. August gab er dann an, seit 7 Jahren mit seiner Freundin zusammen zu sein. Am 21. August sprach er darüber, dass am Wochenende die Kirchweih, im fränkischen Dialekt Kerwa genannt, in Emskirchen sei. Bei uns ist am Wochenende Kirchweih, Alter. Das wird geil. Da liege ich wahrscheinlich jeden Tag unter dem Bier durch. Hab schon extra Geld auf Seiten gelegt. Übrigens, wenn ihr wirklich glaubt, dass ihr auf der Kirchweih mir irgendwas antun könnt, dann habt ihr ungefähr 30 Ortsburschen hinter euch stehen. Die allerdings nicht hinter euch stehen, sondern hinter mir. Als Rainer behauptete, die Glasfaserleitung sei bereits hier und müsste nur noch installiert werden, bezichtigte ihn der Chat der Lüge. Seht ihr das Teil da? Das ist die Glasfaser, von wegen Lügner. Das ist die Glasfaser, wo da ist. Lügner, ich gebe euch gleich einen Lügner. Dann äußerte sich Rainer zu seinem Gewicht und darüber, was einen echten Mettler ausmacht. Außerdem, wer sagt, dass ich 170 Kilo wiege, bitte? Was wiegst du denn derzeit? 140 bis 140 Kilo. Verwirrt? Geht euch gar nichts an, was ich wiege. Du bist kein Mettler. Ja, ich bin immer noch mehr Mettler als du. Selbst wenn ich mein ganzes Leben lang kein Metal mehr hören würde, wäre ich noch mehr Mettler wie du. Allein wegen der Tatsache, dass ich nicht behaupte, dass du kein Mettler bist. Weil allein die Tatsache schon zeigt, dass du kein Mettler bist. Anschließend sprach er über seinen Ruhm und erklärte, die Hater wären vor allem neidisch auf seine Errungenschaften. Am 25. August war Affenkeks mit anderen Hatern an der Schanze und versuchte Rainer zu provozieren. Hanni, wenn du was hörst. Keiner von uns ist dumm, ja? Wir haben alle einen Schulabschluss und die meisten sogar Arbeit. Ruhe, Rainer, du... Ruhe! Rainer! Rainer, Ruhe! Rainer, Ruhe, beruhig dich doch! Ja, beruhig dich doch! Ja, beruhig dich doch! Bis nachher auf Verkehr war, Rainer, wir sehen uns doch gleich da! Am 26. August verschanzte sich Rainer zu Hause, während eine größere Menge an Hatern und Besuchern sich bei der Kirchweih betrank. Einige Hater gingen dann betrunken von der Kirchweih zu Rainer nach Hause, um sich mit ihm Schreigefechte zu liefern. Klischee-Metal-Shirt, Dankeschön. Das ist ein Klischee-Metal-Shirt, weil du einfach ein scheiß EMP-Hurensohn bist, der beim fucking EMP einkauft, wo keiner kann. Shirt an, du Idiot. Du hast immer das gleiche Shirt an. Das ist aber kein Metal-Shirt, du Idiot. Nein, natürlich nicht. Deswegen hast du bei einer angeblichen Metal-Order bestellt. Lieber mit einem Manner Bacardi. Welche ist es denn, du Loser? Ja, natürlich. Du hast genau gerade mir das vorgenommen. Die Klischee-Shirts anhaben. Als einige Besucher mit Gitarrenbegleitung zu singen begannen, streamte Rainer diese. Freundin sagt, ich kann jetzt singen und selber kriegt Scheiße auf 2. Siegen, keiner Winter unser Drachen,
ich noch. Auch Ariella war mit männlicher Begleitung auf der Kirchweih. Dabei kam es sogar zu einem fast freundschaftlichen Treffen mit Mala. Möchtest du einmal hören? Mala! Ja, da kannst du rauf. Mala! Am 28. August erstellte Rainer einen neuen Instagram-Account. In einem Teamspeak-Leak von diesem Tag sprach er über das Zerwürfnis mit Ben LP. Dass ich ihn damals von der Polizei wegschicken habe lassen, habe ich deswegen gemacht, weil da andere dabei standen, von denen ich von vorher wusste, dass es Hater waren. Hätte er das Ganze nicht breit getreten, wäre wahrscheinlich nie was passiert. Laut Rainer war Ben verspätet aufgetaucht und hatte das Pech, bei der Schanze einzutreffen, als auch Hater dort waren. Demnach hatte Rainer der Polizei gegenüber behauptet, ihn nicht zu kennen, um Bens Identität geheim zu halten. Allerdings beteuerte Rainer nach wie vor, Bens Kanal nicht gelöscht zu haben. Als Rainer über die Gallensteine zu sprechen kam, erzählte er, dass er bei seinem letzten Besuch im Krankenhaus trotz der dreifachen Gabe von Morphium noch immer Schmerzen hatte. Auch berichtete er über die Familienverhältnisse zu der Zeit rund um den Tod seines Vaters. Meine Schwester und meine Mutter sind zur gleichen Zeit abgehauen, wie mein Vater gestorben ist. Die waren noch ungefähr einen Monat länger da, sind dann aber nicht mehr nach Hause gekommen, und während ich auf Wacken war und meine Oma und meine Mutter wusste eigentlich Bescheid. Meine Oma hat ja Pflegedienst gehabt, oder gekriegt. Die vom Pflegedienst wussten Bescheid. Der Vater hat zu mir damals wortwörtlich gesagt, bevor er gestorben ist, egal was passiert, geh du ruhig auf dein Event, da freust du ja schon drauf und alles. Und ich dachte mir halt eigentlich auch, ne, ja, der Vater ist gestorben, eigentlich soll ich da nicht hingehen. Und mein Kumpel sagt auch, ja komm, gehst halt mit und alles, ne, vielleicht kommst du auf andere Gedanken. Der Vater hat ja auch gesagt, im Prinzip, ich soll das machen, also mir gedacht, okay, scheiß drauf, mache ich das. Dann habe ich alles geklärt mit dem Pflegedienst, dass die 3-mal täglich kommen, weil meine Mutter ja schon im Heimkummer ist. Das war ja auch im August dann, im Juli ist mein Vater gestorben, im August ist das gewesen, kurz nach meinem Geburtstag, oder an meinem Geburtstag ist ja Wacken immer gewesen. Angeblich hatte seine Mutter, als sie gemeinsam mit der Schwester das Haus verließ, als Grund dafür Rainers laut ihr unerträgliches Verhalten genannt. Auch stellte Rainer die Möglichkeit in den Raum, besiegt zu sein. Ich habe meinen Hauptkanal gelöscht, wie kannst du davon ausgehen, dass ich mich nicht besiegen habe lassen? Ja, bisher hast du es immer bestritten, hast immer gesagt, dass die Hater hätten nicht gewonnen. Dann hast du anscheinend das mal nicht mitgekriegt. Irgendwann habe ich gesagt, ja Okay. gut, ihr habt gewonnen. Im Stream trank Rainer trotz seiner gesundheitlichen Probleme ein Mischgetränk aus Cola und Orangensaft, auch Spezi genannt. Ab und zu mal ein Spezi. Jetzt habe ich mal einen Monat, wo ich viel Spezi sauf. Das ist mein Geburtstagsmonat, da darf ich das. Nee, mein Magen, meine Gallensteine. Ich war wieder im Krankenhaus letzte Woche, deswegen habe ich letzte Woche nur 3-mal gestreamt. Aber ich habe das ganze Wochenende Schmerzen ohne Ende gehabt. Auch wenn es die Leute, die hier waren, gar nicht gemerkt haben. Am 29. August zeigte sich Rainer im Stream erst melancholisch und den Tränen nahe. Dann enthüllte er die traurige Stimmung unter Zuhilfenahme einer Zwiebel nur gespielt zu haben. Hui, so ihr Pisser. Jetzt erzähle ich euch mal was. Wow, ich bin überhaupt nicht so traurig drauf, wie ihr meint. Und warum nicht? Weil ihr mir immer wieder das Gleiche zeigt. Und zwar... Ach übrigens, Zwiebel. Ja? Rainer beteuerte, ein guter Schauspieler zu sein und die Hater an der Nase herumzuführen. Viele glauben, dass sie mich kennen, weil sie glauben, die Lügen aufgedeckt zu haben. Der Witz ist, dass von ungefähr 100 Lügen, die ich erzählt habe, nur ungefähr ein Drittel aufgedeckt wurde. Nachdem ich gemerkt habe, ich habe diesen ganzen Hate, habe ich irgendwann angefangen, das Ganze für mich nutzen zu können und wollte das ein bisschen für mich nutzen. Ja, ich habe eine Freundin. Und ja, ich liebe meine Freundin. Aber ihr wisst nicht, wie lange ich mit ihr zusammen bin. Und das werdet ihr auch nie herausfinden, weil es euch schlicht und ergreifend nichts angeht. Viele sagen ja, Erdbärchen und so weiter. War damals die, ja, deswegen, warum hast du das gemacht, bla. Vielleicht wusste meine Freundin davon. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hatte ich noch keine Freundin. Vielleicht habe ich die Freundin kurz danach kennengelernt. Vielleicht ist meine Freundin eine der Haterinnen. Und ihr wisst es gar nicht.
an meine Fans, es tut mir leid, dass ich so gemacht habe, aber an meine Hater. Ein Großteil von euch sind Gymnasiasten und was weiß ich alles. Ey, kotzt es euch nicht langsam an? Ist es euch nicht so dumm, dass ihr euch vor einem Sonderschüler vorführen lasst? Danke, mein Schatz, ich liebe dich. Ach so, ich mache übrigens den Abo-Chat an, weil Drew, du Loser, wirst nie gewinnen. Du hattest nie eine Chance. Pisser. Lutsch die hier. Darauf stehst du doch. Meine Freundin wird mich umbringen, wenn ich jetzt ein Süßes fresse. Am 30. August trug Rainer eine Waschbärmütze im Stream. Dann kündigte er an, in Zukunft Hater mit Wasserbomben, gefüllt mit Farbe und Urin, zu bewerfen. Gut, dass du mir das vorher sagst, dann kann ich schon mal meine Farbwasserbomben, Pisswasserbomben, Stinkwasserbomben, alles schon mal vorbereiten und euch voll in die Fresse klatschen. Am 31. August musste Rainer für eine Operation ins Krankenhaus. Dort wurde ihm die Gallenblase entnommen. Als Rainer dann am 6. September entlassen wurde, präsentierte er seine Verletzung im YouNow-Stream. Warum sollte ich nicht leben? Warum sollte ich nicht leben, Leute? Nur wegen einer solchen Narbe sollte ich nicht mehr leben. Mein Arzt hat auch direkt am zweiten Tag gemeint, die schaut super aus. Und mein Arzt hat gemeint, und die Ärzte, die haben so geschaut, waren alle überrascht, dass es so gut verheilt ist schon. Auch am 8. September war Rainer noch angeschlagen und klagte im Stream über Schmerzen. Jedoch erklärte er, dass er seine Ernährung nicht umstellen würde. Am 14. September ließ sich Rainer Lebensmittel von Rewe liefern. Als er am 15. September wieder streamte, berichtete er, die letzten Tage wegen der Operation noch zu erschöpft gewesen zu sein, jedoch würde er die nächsten Wochen fast täglich streamen. Am 17. September behauptete er, schon ungefähr 30 Freundinnen gehabt zu haben. Am 18. September offenbarte er, nicht genau zu wissen, in welchem Teil von Franken er lebt, und erzählte dann AlexTV weitere Details zu seiner Operation. Grüße aus dem schönen Mittelfranken. Jo, dann schöne Grüße aus dem guten, Jetzt habe ich komplett vergessen, wo wir sind. Oberfranken? Ne, Unterfranken. Schöne Grüße aus Unterfranken. Weil ich so lange gewartet habe, ist die OP schwieriger gewesen, weil die Galle angeschwollen war. Ich war ja schon eine Woche vorher im Krankenhaus und da bin ich dann wegen der Kirchweih nach Hause, ne, dass die nicht hier irgendwie alles zerlegen, während ich im Krankenhaus bin. Hat sich ja auch als gut herausgestellt, dass ich das gemacht habe. Und dann habe ich aber die ganze Woche Schmerzen gehabt. Am 19. September war Rainer zu Gast bei einem YouNower Bibel-Channel. Sowas wie Segne Eva Braun, dir ist klar, wer das ist, oder? Weil wenn nicht, hast du eine, bitte entschuldige, soll keine Beleidigung sein, eine sehr schlechte Allgemeinbildung. Das ist nämlich die Frau von Adolf Hitler gewesen. Jeder, den ich kenne, der deine Streams verfolgt oder Streams schaut dich entweder, weil die Leute sich über dich lustig machen, oder es sind genug Leute, die hier anrufen, die es ernst meinen. Ich habe mehr Hater, als du hier jemals Zuschauer hattest. So, und da ist doch der Punkt, wenn dich so viele Leute nicht mögen, warum machst du weiter? Weil ich daraus, wenn du so viel mehr hast, weil ich daraus so viel schlage. Ich verdiene mein Geld damit, das ist mein Lebensunterhalt. Das ist, auch wenn du es nicht so siehst, meine Arbeit. Am 21. September schickte Rainer dann seiner angeblichen Freundin Sprachnachrichten und las selbstgeschriebene Gedichte vor. Schatz, was ist denn los? Ich bin am Streamen, ich dachte, du wolltest zuschauen. Was? Immer noch? Ich dachte, du bist schon lange fertig. Das hast du mir schon vor über einer Stunde geschrieben. Oder fast eine Stunde. Wie lange brauchst du denn dafür? Was zur Hölle? Geben ihm die Liebe, dass es sie betrüge. Doch wird es ihm gelingen, mit Gefühle wie von Sinnen? Die Seele liebt... Was? Moment. Die Seelenliebe hier. Selten wie... Was? Hab ich da von Schwachsinn geschrieben? Die Seele liebe hier. Die Seelenliebe hier. Selten wie bei ihr. Kann es ihr gelingen? Die heute wird sie schwinden.
Das reimt sich auch nicht. Am 22. September erklärte Rainer dann, dass in Zukunft sein YouNow-Chat nur noch für Abonnenten offen sein würde. Daraufhin war sein Chat ziemlich ausgestorben. Schade, dass so wenig Leute da sind, die schreiben können. Am Chat, wo so wenige schreiben oder schreiben können, weil da kann ich doch mal lesen und man kann sich unterhalten. Also zumindest, wenn jemand schreibt. Das kommt noch dazu. Und dann kommt aber auch viel Beleidigungen dazu. Und das Problem ist, viele meinen immer, ja, überlest die Beleidigungen halt. Ist gar nicht so einfach, weil die Beleidigungen eigentlich eben 80% des Chats ausmachen. Obwohl Rainer üblicherweise nur etwa eine Stunde auf YouNow verbrachte, streamte er am 23. September ganze 8 Stunden lang. Auf euch, Leute. Auf euch. Alter. In dem Stream versuchte Rainer erfolglos mehr Zuseher zu bekommen als der Hater RedTV. Daraufhin machte Rainer in RedTVs Chat seinem Ärger Luft. Am 24. September verwöhnte Rainer seine Zuseher mit einem Bastelstream. Ich habe jetzt den gleichen Fehler 3-mal gemacht. So, zum Thema Begabung. Was ist denn das immer? Warum mache ich denn jedes Mal den gleichen Fehler? Ich sollte mir eingestehen, ich habe kein Talent fürs Basteln. Dann stellte er sein selbst erfundenes Pokémon Dictilo vor, das Produkt einer Liebesbeziehung zwischen Dicta und Magnetilo. Am 25. September beteuerte Rainer erneut, sich nicht für Politik zu interessieren und beklagte gesundheitliche Probleme. Nein, ich war nicht wählen und ich interessiere mich nicht für Politik. Habe ich auch schon, weißt du was, wie oft gesagt. Mein Handgelenk gibt momentan auch nach, habe ich gemerkt, seit gestern. Tut mir hier so die Sehne weh. Und vorhin, als ich aufgestanden bin, bin ich voll weggeknackst, weil mein Fuß nicht funktioniert hat. Ganz komisch. Obwohl seine gesundheitlichen Probleme immer gravierender wurden, weigerte sich Rainer, seinen Lebensstil zu verändern. Für viele Leute wäre die Entfernung der Gallenblase wohl ein Weckruf. Rainer hingegen wies jede Verantwortung von sich, indem er sich einredete, die Probleme mit der Galle stammten von der Schlagstockattacke eines Haters.